Hallo, wer kennt's nicht? Dein PC wird immer langsamer. Du deinstallierst ein Programm und trotzdem bleibt immer was übrig. Und irgendwann kracht's vielleicht. Heute zeige ich dir, warum das passiert und wie du es für immer vermeiden kannst. Zuerst besuchen wir die offizielle Seite von Revo Uninstaller. Dort siehst du 4 Varianten, aber für unsere Zwecke reicht die Free-Version völlig aus. Revo bietet hier nicht nur eine installierbare Version an, sondern hat zudem eine portable Version, die man sich auf den USB-Stick ziehen kann, um sie so immer griffbereit zu haben. Zuerst über den klassischen Weg Menüs Einstellungen, eines der installierten Apps auswählen und deinstallieren. Das kleine Fenster öffnet sich, LibreOffice wird deinstalliert und verschwindet aus der Liste von den installierten Programmen. Doch ob auch wirklich alles restlos entfernt wurde, werden wir nun mit einem genialen Suchprogramm kontrollieren. Und solltest du das Video über Everything verpasst haben, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit dir das nicht wieder passiert. Denn wenn wir jetzt nach LibreOffice suchen, sehen wir, dass noch 4 Ordner übrig sind. Das können wir jetzt aber auch von Hand löschen, indem wir einfach alles markieren in Everything und löschen. Dann taucht es natürlich noch einmal auf, und zwar im Papierkorb. Dort wiederholen wir das Ganze einfach. Das waren allerdings nur kleine Dateien und keine Registry-Einträge. Und als Vergleich zum Revo Uninstaller habe ich das System jetzt nochmal zurückgesetzt auf den Stand zuvor, als LibreOffice noch installiert war. Und nun werde ich das Ganze mit Revo deinstallieren und dann sehen wir, ob Revo wirklich das hält, was es verspricht. Wir suchen uns LibreOffice heraus, Anwendung deinstallieren. Hier wird empfohlen, einen Systemwiederherstellungspunkt zu setzen vor der Deinstallation. Bei mir lasse ich das weg, klicke auf Weiter. Dann erscheint der Installationsassistent von LibreOffice selbst. Mit diesem wird das Programm nun zuerst ganz normal deinstalliert. Und zwar genauso, als ob wir es auch über die Windows-Einstellungen gemacht hätten. Diesen Prozess spule ich natürlich ein wenig vor. Wenn das hauseigene Deinstallationsprogramm beendet ist, kommen wir zurück zu Revo. Hier haben wir dann 3 Prüfmodi. Wir haben einmal den gefahrenlosen Modus, den moderaten und den Intensivmodus. Für meine Bedürfnisse wähle ich natürlich den Intensivmodus. Darauf folgt die Registry-Prüfung. Revo durchsucht die Windows Registry nach Einträgen, die auf LibreOffice verweisen. Hier sehen wir dann eine lange Liste an Einträgen, die immer noch zurückgeblieben sind nach der ganz normalen Deinstallation. Ich wähle hier alle aus und lösche das Ganze. Und danach folgt noch die Restdateienliste. Hier siehst du alle Ordner und Dateien, die nicht automatisch entfernt wurden. Du hast auch hier die Wahl, sie einzeln zu prüfen oder einfach auf alle auswählen und löschen. Und ein Bestätigungsfenster fragt nochmal nach, und das ist auch gut so, das ist die Sicherheit vor einem Schnellschuss. Und um das Ganze zu prüfen, ob es nun wirklich besser ist als eine normale Deinstallation, rufen wir nochmal unser Spitzenprogramm Everything auf, suchen nach LibreOffice und sehen, hier sind nur noch 2 Ordner übrig statt 4. Und wenn wir nun schauen, was da für eine Datei noch drin liegt in diesem Ordner, dann sehen wir, dass hier nur eine einzelne Datei zurückgeblieben ist mit 6 KB. Und auch im anderen Ordner ist nicht viel mehr als eine Datei mit 1 KB. So, und da wir auch die 2 Ordner nicht haben wollen, so wie beim vorherigen Beispiel, können wir diese mit Everything einfach noch löschen. Und besonders hilfreich ist Revo bei Bloatware, da diese ziemlich viel Mist hinterlassen, auch nach dem Deinstallieren. Ich nehme hier nun mal die Armoury Crate von Asus und als nächstes auch die Razer Synapse, die hinterlassen nämlich richtig viel Müll. Diesen Prozess werde ich etwas beschleunigen, da diese 2 Programme es absolut darauf anlegen, die User sogar noch beim Deinstallieren zu nerven. Ist die normale Deinstallation abgeschlossen, machen wir nochmal die Intensivsuche, bekommen dann wiederum jede Menge Registry-Einträge und auch diverse Dateien, die noch nicht entfernt wurden. Alle markieren und löschen. Empfehlenswert ist es natürlich, immer einen Systemwiederherstellungspunkt zu erstellen. Das dauert nur 10 Sekunden und ihr seid dann auf der sicheren Seite. Zum anderen nicht immer alles löschen. Bei Programmen wie Microsoft Office oder Adobe Creative Cloud solltest du vorsichtig sein. Manche Registry-Einträge sind für andere Apps relevant. Revo zeigt dir immer die Quellen an, prüf sie kurz
ob es wirklich nur Dateien und Einträge sind, die zum gelöschten Programm gehören. Und keine Angst vor Fehler, manchmal meldet Revo Datei nicht gefunden. Das ist normal, wenn die Datei bereits gelöscht wurde. Diese Nachricht kannst du ignorieren, solange die Hauptinstallation erfolgreich war. Revo ist kostenlos für private Nutzung und es gibt keine versteckten Abos. Die Pro-Version ist optional, für die meisten Nutzer reicht die Free-Version vollkommen aus. Zusammenfassend, wenn du Programme wirklich loswerden willst, nicht nur verschwinden lassen, sondern restlos entfernen, dann ist Revo Uninstaller das Werkzeug deiner Wahl. Es spart dir Zeit, verhindert Fehler und hält dein System sauber. Somit ist die Revo Free-Version plus Everything ein unschlagbares Paar. Und wenn du in Zukunft Programme wie Everything oder Revo nicht mehr verpassen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du jede Woche aufs Neue begeistert wirst. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!